Heute hat Maja schon erwähnt, dass die Katalogsysteme brauchen oder dass sie die ziemlich hohe Priorität haben in Verwaltung von der Stadt. Und heute werde ich über Katalogsysteme für das Management von verteilter urbaner digitaler Zwillinge reden. Also eine Stadt, ein Distrikt ist ein komplexes System. Und dort haben wir viele unterschiedliche Akteure und meistens von Sicht heutzutage sehen wir nur Sichter von bestimmten Personen oder bestimmten Stadtverwaltungen. Zum Beispiel Bürger haben oder nutzen unterschiedliche Anwendungen, um bis zum Resultaten zu kommen, die wir brauchen. Meistens sind alle Informationen, die man für die Stadt braucht, irgendwo verteilt und man kann Blick verlieren und auch Transparenz verlieren. Um zu bestimmter Lösung zu kommen, diese unterschiedlichen Akteure benutzen unterschiedliche Anwendungen. Und Resultate zu bekommen, brauchen die auch unterschiedliche Daten. Jetzt auf diesem Slide, sieht das alles ein bisschen chaotisch, würde ich sagen. Und wir haben das alles strukturiert und eine Smart District Data Infrastructure gebildet und sieht wie folgendes. Auf der linken Seite haben wir Nutzer. Die Nutzer können unterschiedliche Akteure sein, zum Beispiel Bürger, Stadtverwaltungen, Verentsorger oder auch eine private Person und. Liste ist nicht vollständig. Diese unterschiedlichen Nutzer haben unterschiedliche Themen oder Interesse an der Stadt, zum Beispiel Stadtbauprozesse und so weiter. Um zum bestimmten Resultat zu kommen, brauchen die Anwendungen. Zum Beispiel Bürgerbeteiligung beim Stadtumbauprozesse oder wenn eine Stadtverwaltung oder Verentsorger will unterschiedliche Monitoren von Luftqualität machen. Oder zum Beispiel, wenn jemand unterschiedliche Dashboards erstellen will. Das sind alle unterschiedliche Anwendungen, die man in der Stadt hat. Aber jetzt kommen die Fragen, wie können wir diese Informationen alle erhalten? Dann haben wir das alles strukturiert und diesen Teil da. Hier haben wir zum Beispiel statische Daten. Das sind die Daten, die zum Beispiel einmal pro Jahr wir bekommen. Unterschiedliche Tabellen, unterschiedliche Videos, Bilder und so weiter. In der Stadt erhalten wir auch unterschiedliche Sensordaten oder erhalten wir unterschiedliche virtuelle Distriktmodelle. Die können zum Beispiel 3D-Stadtmodelle sein, unterschiedliche Netzwerke, die wir von Versorgungsunternehmern bekommen oder von bestimmter Verkehrsbetrieb oder Buildings Information Models und so weiter. Wenn wir eine komplexe Aufgabe lösen wollen, brauchen wir urbane Analysewerkzeuge. Das sind zum Beispiel beim energetischer Gebäudesanierung. Wenn wir unterschiedliche verteilte Daten haben, um zu bestimmten Anwendungen und bestimmter Lösung zu kommen, brauchen wir eine zum Beispiel Solarpotenzialanalyse oder irgendwelche andere Tools. Im zentralen Aspekt sehen wir Katalog. Katalog enthält alle Metadaten, die von unterschiedlichen Nutzern verwaltet werden. Und es ist wichtig, zum Beispiel, wenn Bürger oder Stadtverwaltung gleiche Interesse an einer Anwendung haben, das alles transparent zu haben. Zum Beispiel im Katalog. Man kann vor ein bestimmtes Katalogeintrag sein, welche Informationen kommen von welcher Seite. Und jetzt kommen wir zu Anforderungen an diesem Katalog. Um das alles zu managen zu können, haben wir alle Arten von digitalen Ressourcen. Und Katalog muss alle Kategorien kennen und unterstützen. Als schon sichtbar in meinem vorherigen Sliden war, dass wir haben unterschiedliche Daten und Dienste. Die können unterschiedliche statische Daten sein, Echtzeitdaten und dann unterschiedliche Modelle, die von unterschiedlichen Akteuren kommen. Und die urbane Analysewerkzeuge, die unterschiedliche Daten benutzen, um bis zu Anwendungen und Apps zu kommen. Nächste Anforderung ist dass wir haben diverse Akteure, die diese unterschiedlichen Daten und digitalen Ressourcen nutzen. Und das sind nicht nur Organisationen oder bestimmte Stadtabteilungen, sondern mehrere Akteure. Und jeder Akteur muss im Katalog Möglichkeit haben, diese unterschiedlichen Metadaten administrieren und eingeben. Das heißt, das Katalog, die wir haben, muss multimodalsprachig sein und dass alle Akteure sollen im Katalog sichtbar sein.
Also das heißt, dass wenn man einen bestimmten Katalogeintrag sucht, dass man sehen kann, welche Akteure sind die Daten eingetragen oder welche Dateien liegen wo. Jetzt kommen wir zu den nächsten Anforderungen. Das ist Verlinkung von Katalogeinträgen. Also bestimmte Datensätze und Dienste und Anwendungen, dass wir das sehen können, diese alle Daten müssen miteinander verknüpft sein und in Bezug stehen. Also das heißt, das Katalog muss die Verknüpfungen von Einträgen mit verschiedenen Bezugsarten unterstützen. Nächste Anforderung ist, dass wichtig für uns ist, unterschiedliche Kenntnisse über Projekte sammeln. Das ist wichtig, weil zum Beispiel, wenn wir haben einen Titel, kurze Beschreibung oder Laufzeit für ein Projekt, dass wir das später beim Übersicht über smarte Städte und Projekten verwenden können oder dass wir lernen können von Best Practice. Das heißt, dass unser Katalog muss Einträge von Kategorie Projekt unterstützen. Und davor, also in dieser Kategorie, dass wir können unterschiedliche Akteure registrieren, verwendete digitale Ressourcen oder durch das Projekt bereitgestellte digitale Ressourcen sehen können. Kommen wir zu meinem Beispiel von einem bestimmten individuellen Objekt. Daten und Dinge brauchen wir auch im Katalog registrieren. Und jetzt kommt die Frage, wieso? Also jedes Objekt hat eigene Zustand, Messwerte oder Wartungsinformationen. In diesem Bild links ist möglich zu sehen 4 Lampen, die Smart-Lampen, die in einer Stadt sind. Und im Boxen ganz unten ist möglich zu sehen, dass für die Lampe wir haben nicht gleich Eigentümer und dass diese Lampe die Datenintervall nicht gleich haben oder dass letzte Erwartung nicht gleich Datum ist. Und deswegen brauchen wir diese typischerweise Daten in Katalog registrieren, dass wir haben bestimmte Informationen für jedes Objekt. Also das heißt, dass jede Instanz wird im Katalogeintrag repräsentiert und mit entsprechendem Prototyp verlinkt. Und das heißt, dass die Daten von Dritten in meinem Objekt werden dann mit Objektinstanz später verlinkt und dass, wenn wir suchen von einer bestimmten Lampe zum Beispiel, dass wir sehen können, zu welchem Eigentümer diese Lampe gehört und unterschiedliche weitere Metadaten, unterschiedliche weitere Informationen, um ein bestimmtes Objekt oder um Informationen für ein bestimmtes Objekt zu bekommen. Jetzt kommen wir zu weiteren Anforderungen. Wie ich schon erwähnt vorher habe, es ist wichtig, individuelle Objekte zu registrieren, weil die manche physische Dinge spielen eine besondere Rolle im Katalog oder in der Stadt. Und hier ist auch ein Beispiel für ein Gebäude zum Beispiel. Hier ist möglich zu sehen, dass alle Informationen, die für ein Gebäude, also für ein bestimmtes Objekt, liegen überall oder dass die liegen nicht auf einem Platz. Zum Beispiel Eigentumsnachweis ist im Kataster. Energiepass ist beim Eigentümer, BIM-Modell beim Architekten. Und wenn wir diese alle 3 Akteure haben, die geben ihre Daten für ein bestimmtes Gebäude, können wir Kenntnisse und Informationen, Metadaten für diese Gebäude sammeln. Das heißt, das Katalog muss auch Kategorien für einzelne Objekte unterstützen und diese alle Informationen von unterschiedlichen Akteuren werden im Katalog mit einem bestimmten Link verknüpft. Am Ende kommt Instanzen von urbaner digitaler Zwilling. Das heißt, das Katalog muss auch Kategorie digitaler Zwilling unterstützen, wo möglich ist, urbaner digitaler Zwilling oder Instanzen von urbaner digitaler Zwilling zu registrieren und beschreiben. Und zugehörige Ressourcen werden dann einfach mit einem Link im Katalog verlinkt und eine Instanz von urbaner digitaler Zwilling werden nichts anderes als Sammlung von unterschiedlichen Ressourcen im Katalog repräsentiert. Jetzt kommt ein Beispiel für einen Katalog. Jeder Box repräsentiert einen Antrag im Katalog oder ein bestimmtes spezifisches Objekt. Hier ist ein Beispiel anhand von zum Beispiel Verkehrssimulation. Hier haben wir einen Traffic-Sensor, einen Sensor-Service oder eine Straße. Ein Traffic-Sensor liefert uns Echtzeitdaten für eine Straße XY zum Beispiel und liefert die Daten zu meinem Sensor-Service.
Dieser Sensorservice enthält nicht nur die Daten von dieses eine Traffic-Sensor, sondern von mehreren Sensoren, die irgendwo installiert sind. Aber hier sind diese Informationen oder diese Katalogeinträge mit Links zur Verbindung verbunden. Wichtig ist zu sehen, dass jeder Katalogeintrag gehört zum anderen oder das hat andere Hauptkategorien. Zum Beispiel Sensorservice hat Gruppe Device Item, Sensorservice Online Service und Straße hat Geo-Objekt als Gruppe. Und jeder Katalogeintrag kann zum unterschiedlichen Eigentümer gehören. Ganz unten sind ein paar zusätzliche Metadaten zu sehen, aber das können auch beliebige andere Metadaten sein. Wenn wir für diese Straße oder von diesem Sensor unterschiedliche Traffic Flow Daten haben oder von verschiedenen Simulationen diese Daten brauchen, können wir weitere Katalogeinträge registrieren und unterschiedliche Simulationen. Zum Beispiel für Simulation Result 456, die zum Gruppe Datenset gehört, haben wir Traffic Flow Data benutzt und Noise Measurement für diese Simulation benutzt. Und davor wir brauchen zum Beispiel ein Software Sumo, die auch zu unterschiedlichen Gruppen registriert ist, unterschiedliche Metadaten hat und zum unterschiedlichen Eigentum gehört. Das können wir alles mit Links to und Depends on Links verbunden und mit bestimmter Straße oder mit bestimmten Objekt weiter im Katalog verbinden. Noch ein Beispiel, eine Gebäude zum Beispiel, die auch im Katalog als Geo-Objekt registriert ist. Und wenn wir für diese Gebäude zum Beispiel haben ein Energiezertifikat und ein BIM-Modell, können wir diese zwei Katalogeinträge wieder mit Depends on Verlinkung verknüpfen. Und wenn wir kommen jetzt zur Visualisierung. Wir können 3D City Database Webmap Client benutzen, auch als ein Katalogeintrag mit unterschiedlicher Gruppe, unterschiedliche Eigentümer, unterschiedliche Metadaten. Können wir sagen, welche Daten werden wir für diese Visualisierung benutzen. Und das können wir auch mit Links zur Verbindung verbunden. Und jetzt kommen wir zum digitalen Zwilling. Wenn ein digitaler Zwilling in einem bestimmten Projekt realisiert ist, können wir auch dieses bestimmten digitaler Zwilling als Katalogeintrag im Katalog registrieren. Das ist eine Instanz von unterschiedlichen Klassen und es ist mit Depends on Verlinkungen mit anderen Katalogeintragen verbunden. Jedes Projekt kann mehr als einen digitaler Zwilling erhalten und kann mit mehr Projekten verbunden sein. Und Zusammenfassung von Katalogeinträgen ist, was ich schon an meinem letzten Slide gezeigt habe, ist, dass im Katalog ist möglich, alle unterschiedlichen digitalen Informationen verknüpfen, unterschiedliche Akteure, unterschiedliche Projekte, unterschiedliche individuelle Objekte und Instanzen von digitaler Zwilling. Und es ist Multimandantfähigkeit auch erfüllt. Beim Entwicklung haben wir gesehen, dass die Katalogen oder Geoportalen von GDIs haben ein bisschen weniger als das, was wir für erweiterte Katalog brauchen und dass wir brauchen substanzielle Erweiterung. Hier werde ich nicht so lange halten. Nur beim Vergleich von standardisierten Metadatenmodellen haben wir gesehen, dass diese alle, was wir bis jetzt verglichen haben, das haben irgendwelche Minuses, was wir unbedingt brauchen, aber dass das nicht erfüllt ist. Zum Beispiel gibt es keine direkte Unterstützung, keine Unterscheidung zwischen Produkt und Instanzen oder also dass die nicht operabel sind mit unterschiedlichen Standards. Deswegen haben wir einen SDDI-Katalog weiterentwickelt, die basiert sich auf DCAT 2. Und diese Erweiterungen repräsentieren unterschiedliche Verlinkungsmöglichkeiten. Unser SDDI-Katalog realisiert im Katalogsystem SICAN und mit Erweiterungen, was wir entwickelt haben, ermöglichen wir Unterstützung von Datenmodells und Repräsentation und Suche nach räumlichen und temporären Eigenschaften, die ziemlich wichtig im Katalogen sind. Hier ist möglich zu sehen, die Weiterentwicklung des Datenmodells. Ganz unten sind möglich zu sehen die Klassen, die wir jetzt werden weiter erfüllen und mehr in Details beschreiben.
das, was im roten Box steht, sind im Katalog realisiert als Hauptkategorien. Und wenn jemand fragt sich, was Hauptkategorien sind oder wie ist das im Katalog realisiert, hier ist möglich zu sehen, wie Kategorien von Einträgen im SDDI-Katalog sind. Wir haben Datensätze und Dokumente und jeder Katalogeintrag muss zu einer Hauptkategorie gehören. Wenn kommt zum Datensatz und Dokumente, können wir sehen, dass oder wir werden für Datensätze und Dokumente unterschiedliche Informationen von städtischen Informationsressourcen registrieren. Beim Geo-Objekt werden wir Objekte registrieren, die eine klar definierte geografische Komponenten haben. Beim Online-Dienst und Online-Anwendung ist Unterschied, weil beim Online-Dienst haben wir eine API bereitgestellte Daten, die keine Endnutzeroberfläche haben. Und beim Online-Anwendung haben wir eine Endnutzeroberfläche, zum Beispiel eine 3D-Simulation. Beim Projekten werden wir die Daten registrieren, die alle geplante, begonnene oder abgeschlossene Aktivitäten haben, die mit einem bestimmten Zeitraum definiert sind. Beim Software werden wir eine spezifische Werkzeuge oder Systeme repräsentieren. Beim Geräten und Dingen werden wir alle physischen Geräte registrieren, die alle so physisch registriert oder physisch existieren. Bei Methode werden wir bestimmte Funktionen oder Algorithmen darstellen, die von einer bestimmten Experte entwickelt wurden, um eine bestimmte Aufgabe zu realisieren. Und jetzt kommen wir zum digitalen Zwilling. Digitaler Zwilling werden wir als eine Sammlung von verschiedenen digitalen Ressourcen oder für ein bestimmtes Thema oder für ein bestimmtes geografisches Gebiet registrieren und digitaler Zwilling wird nichts anderes als eine Inventurliste sein. Und jetzt, wenn wir kommen zu einem Beispiel für unterschiedliche laufende Katalogplattform für digitaler Zwilling München ist jetzt im Aufbau und hier ist möglich zu sehen, kurzes Video, wie das aussehen soll. Und Link zu einem laufenden Katalog werde ich später im Chat posten und das können Sie dann später selber ausprobieren und testen, wie das alles in Wirklichkeit in meiner Benutzeroberfläche realisiert ist. Und jetzt komme ich zur Zusammenfassung und Fazit. Verteilte urbane digitale Zwillinge bieten gemeinsame Datenumgebung für unterschiedliche Anwendungen. Das alles ist realisiert beim SDDI und das ist verteiltes System von Systemen von unterschiedlichen Akteuren und das ist eine erweiterte Form von SDI und es ist wichtig, dass jeder kann sich mit Ressourcen und Tools und unterschiedliche Anwendungen beteiligen und das ermöglicht ist, diese unterschiedlichen Metadaten zu bearbeiten. Katalog, die wir entwickelt haben, ist ein zentrales Element von SDDI. Es ist Leistungsfähigkeit als in Geodateninfrastrukturen und ermöglicht den Akteuren übergreifendes Management von verteilten Ressourcen, Instanzen und urbaner digitaler Zwilling. Diese ganze Entwicklung ist als Open Source verfügbar und als Docker verfügbar und als im GitHub bereitgestellt. Wenn jemand will, das kann auch noch schauen. Und damit komme ich zum Ende zu meiner Präsentation und wenn jemand Fragen hat, werde ich gerne antworten.